Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute unterwegs in der Nähe von Marseille auf dem Paul Ricard Racetrack mit Porsche. Und ich werde hier heute ein paar richtig geile Fahrzeuge fahren. Unter anderem auch vielleicht mein nächstes Traumauto. Wir werden es sehen, welche Fahrzeuge das sein werden. Das seht ihr gleich. Ich werde euch dementsprechend hier mit auf die Rennstrecke nehmen. Der Racetrack soll ziemlich geil sein, denn es gibt hier lange, gerade Strecken, auf denen man richtig gut durchbeschleunigen kann. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, los geht's. Zuerst geht es los mit dem Porsche Taycan Turbo S. Und ich glaube, den nehme ich jetzt. Ich weiß gar nicht, was wir damit machen. Ich lasse mich einfach überraschen. 761 PS hat das Teil. So, ich weiß gar nicht, was los ist. Also wir fahren ein bisschen rundherum und wir fahren auch ein bisschen Racetrack. Deswegen, ich lasse mich komplett überraschen. Ihr seht auf jeden Fall alles, was wir machen. Taycan bin ich ja schon mal gefahren. Letztes Jahr. Da konnte ich schon mal reinschnuppern, was der so kann. Der Taycan ist das Fahrzeug mit dem niedrigsten Schwerpunkt überhaupt. Durch den tief liegenden Akku, was natürlich super viel in der Agilität und Fahrstabilität bei so einem Fahrzeug ausmacht. Ich mag den Elektrosound. Der macht auch normalerweise auch immer so ein UFO-Geräusch. Ah, okay, das macht er nur im Sport Plus. So war das. So dieses und genau so klingen sie jetzt tatsächlich. Ist so witzig. Maximales Drehmoment von 1050 Newtonmeter. Also Elektroautos haben grundsätzlich immer viel Drehmoment, welches auch sofort da ist, ne? Also man hat sofort Drehmoment, deswegen schießen die auch so schnell von 0 auf 100. Zwischendurch redet hier der Instruktor mal, also bitte nicht wundern, wenn ihr mal so ein paar Stimmen hier hört aus dem Walkie-Talkie. Er sagte gerade, wir sollen jetzt in den Sportmodus wechseln. Ich fahre schon die ganze Zeit im Sport Plus. Ja, das Ganze ist ja hier die Porsche Experience. Das war vorher so, dass Kunden eingeladen wurden zu dieser Experience von den Händlern überwiegend. Jetzt will aber Porsche dahin gehen und sagen, dass sich halt künftig jeder Kunde, der möchte, dazu anmelden kann. Das geht dann online auf der Website. Da gibt es dann unterschiedliche Programme. Also einmal dieses, was wir jetzt hier haben mit den Straßenfahrzeugen. Das geht dann bis hin zu Racetrack-Fahrzeugen, also zu richtigen Rennfahrzeugen, wo man ausgebildet wird zu einem richtigen Rennfahrer. Also da geht alles. Überholen in dem Ding ist einfach so geil. Da macht man sich wirklich keine Sorgen, dass der Überholweg irgendwie hier zu kurz ist oder so. Er zeigt mir jetzt auch an, wie viel Prozent er an Power auf der Vorder- und auf der Hinterachse hat. Überwiegend jetzt gerade fährt er wesentlich hecklastiger. Also der Wagen klebt förmlich auf der Straße. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl als so bei so GT-Modellen, die auch schon eigentlich so zuverlässig sind. Da weiß man einfach, so ein GT-Modell hält einen auf der Straße. Aber der hier, der ist nochmal so, du hast das Gefühl, du musst gar nichts machen. Der Wagen macht es von selbst. Als ob der mit der Straße verbunden wäre. Durch so unsichtbare Schienen oder sowas. Okay, jetzt geht's weiter. Wir sind noch nicht fertig mit dem Taycan. Drag Race. Volle Beschleunigung. Race Start. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Taycan anfühlt. 2,8 Sekunden, 0 auf 100. Das werde ich jetzt hoffentlich zu spüren bekommen. Ich lasse jetzt erstmal den anderen den Vortritt, um mal zu sehen, wie schnell das eigentlich ist von außen. Das kann man immer gar nicht so richtig wahrnehmen. Da kommen übrigens gerade die anderen GT3s wieder. Oh, die fahren wir auch noch gleich. Bin ich richtig heiß drauf. So, dann einmal den Helm aufsetzen, Safety First. Ich bin echt gespannt. Also Race Start in einem Taycan. Ja, bin gespannt, wie sich das anfühlt. Okay. Oh Gott, oh mein Gott. Alter, Verwalter. Alter. Das sind
Kräfte, die da auf einen wirken. Oh mein Gott, ist das krass. Das habe ich jetzt noch nicht erwartet. Wahnsinn. Okay, nochmal. Ach du Scheiße. Oh, alles auf die Bremse. Krasser Scheiße. Einmal noch. Und krass. Boah Leute, ich bin gerade echt ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Also immer wenn man denkt, man hätte schon alles erlebt, ja, dann kommt auf einmal so ein Auto wie jetzt dieser Taycan Turbo S daher und man macht damit einen Drag Race und man ist einfach so, das sind, also wie soll ich das erklären? Das sind Beschleunigungen, die kann man irgendwie so gar nicht so realisieren. Das ist, nee, was habe ich gerade gesagt? 2,8 Sekunden, 0 auf 100. Das ist wie eine Katapultachterbahn. So, das schießt dich vorwärts, so der Kopf realisiert gar nicht mehr, was man da tut. Und auch der Bremsweg, wenn man so richtig in die Bremse latscht, das ist, also bei dieser Geschwindigkeit dann, die man vorher aufgebaut hat, das dann wieder so abzufangen, Hut ab, was Porsche da auf die Beine gestellt hat. Einfach nur geil. Das ist auch mega cool, das mal hier austesten zu können auf diesem Track hier. Leute, ich glaube, ich will ab jetzt Safety Car fahren. Sofern wir einen 918 fahren, kein Problem. Einfach nur ein bildschönes Auto. Nach wie vor. Ein ziemlich straffer Zeitplan hier heute. Was machen wir jetzt? Wir fahren, glaube ich, jetzt mit den Taycans noch eine Runde Racetrack. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig. Also jetzt richtig Track fahren. Nicht nur Drag Race. Bin mal gespannt. Interessante Farbe. Das sind, glaube ich, so Sonderfarben, mit denen Porsche mal mehr an die Frauen herangehen will. Ich würde eher das hier wählen. Mega geil. So ein Metallic-Effekt, glaube ich. Sieht richtig schick aus. Also man unterschätzt hier sowas von die Geschwindigkeit bei dem Taycan. Ich bin jetzt schon bei 200, das merkt man halt nicht, weil der Sound fehlt. So, es fehlt dieser Bezug zur Geschwindigkeit. Man kann die Kurven so schön schnell fahren hier. Geil! Ich denke die ganze Zeit, was fährt er denn vor mir so langsam? Aber wir fahren schon so verdammt schnell hier, teilweise auf manchen Passagen 200, was halt für eine Rennstrecke schon verdammt schnell ist. Krass, was dieses Auto kann. Ich bin echt beeindruckt. Das Geile an dieser Rennstrecke ist, die hat so gute, große Auslaufzonen und die braucht man auch bei so einem Taycan, weil man einfach diese Geschwindigkeit unterschätzt bei dem Wagen. Wenn was passiert, kann man Gott sei Dank geradeaus weiter einfach in die Auslaufzonen rein. Gerade wenn man einfach die Rennstrecke noch nicht kennt, so wie ich jetzt. Dann nimmt man ja hier und da vielleicht doch mal noch eine Kurve falsch. Wahnsinn. Also ich bin echt beeindruckt. Und ich habe auch einen, sag mal, gesunden Respekt vor diesem Auto. Okay, jetzt fahren wir hier wieder in die andere Gruppe mit den GT4, die wir von hinten förmlich anschieben hier. Fragt mich, fahren die wirklich so langsam, weil die nicht so geübt sind? Weil das sind ja auch Kunden hier. Okay, der sagt gerade, der Instruktor, dass hier auch halt Leute fahren, die noch nie auf einer Rennstrecke waren und dementsprechend fahren die jetzt auch einfach ein bisschen langsamer. Dafür ist ja so ein Event da, um sowas einfach mal kennenzulernen, um sich an die Fahrzeuge und an so Rennstrecken überhaupt mal ranzutasten. Ist ja klar, dass jemand, der noch nie auf der Rennstrecke war, einfach noch nicht solche Geschwindigkeiten hier aufbaut wie jemand, der einfach schon erfahrener ist. Ist ja auch richtig so und vor allem auch gut so, dass man sich dann da doch ein bisschen zurückhält und keinen Unfall baut. Das ist ja am Ende immer das Wichtigste auf solchen Events. Der Spaß steht da immer an zweiter Stelle. An erster Stelle immer, dass alle heil nach Hause kommen, dass die Autos heile bleiben. Und an zweiter Stelle steht natürlich der Spaß. So, jetzt beschleunige ich mal, gucken, wie schnell wir sind. Vollgas. Jetzt sind wir schon bei 200. Hier auf der Geraden, jetzt wird gebremst. Boah, hier mit 150 durch die Kurve. Das muss man echt, darf man echt nicht unterschätzen, wenn man hier zu schnell durch die Kurve fährt.
Alter. Oh. Also jedes andere Auto wäre jetzt hier ausgebrochen. Ich kann jetzt noch so versuchen, den jetzt hier in den Drift zu bringen. Keine Chance. Also wenn man jetzt richtig stark das versuchen würde, würde es bestimmt gehen. Aber jedes andere Auto wäre hier schon mit dem Heck gekommen. Bei den Geschwindigkeiten. Oder hätte halt mit den Assistenzsystemen so runtergeregelt, dass man nicht schneller durch die Kurve gekommen wäre. Aber unfassbar. Unfassbar, was mit so einem Taycan geht. Ich bin beeindruckt.